Chardin war ein bedeutender französischer Pädagoge des 20. Jahrhunderts. Seine Sammlung 380 Basses et Chantonnets aus dem Jahre 1960 enthält bezifferte Bässe sowie Melodien für die mehrstimmige Realisierung mit zunehmend komplexen Harmonien. Der Traktat stellt eine der späteren französischen Veröffentlichungen der Generalbasslehre dar und ist damit Bestandteil einer Tradition, die zurück bis zum Anfang des Pariser Conservatoires reicht. In den 1790er Jahren reicht. Damals wurden italienische Lehrmethoden, insbesondere die Partimenti, nach Frankreich importiert. Chardins Übungen enthalten unter anderem genau die Sequenz- und Kadenzmodelle, die auch in den Orgelwerken von Gabriel Fauré, Alexandre Guilmant und César Franck auftreten. Es lässt sich zeigen, dass diese Modelle die Ausbildung und die Musikpraxis miteinander verzahnen. Einerseits übernahm Chardin für seine Übungen bestimmte Modelle aus der Praxis. Andererseits lässt sich zeigen, dass die oben genannten Komponisten auch auf die Pädagogik zurückgriffen, besonders durch das Einsetzen solcher Modelle bei der Orgelimprovisation. Chardin behandelt in seinem 10-bändigen Traktat folgende Inhalte. In allen 380 Übungen bleibt der Satz fast immer vierstimmig. Außerdem ist der Satz bis zur Einführung von akkordfremden Tönen im 6. Band immer unverziert. Diese unverzierte Vierstimmigkeit entspricht der Praxis der Generalbassbegleitung und ist das verbindende Element der französischen Partimento-Tradition. Zwei Beispiele für diese Art des unverzierten Satzes aus Chardins Sammlungen sind auf der Folie zu sehen. In Chardins Übungsheft wird jeweils nur der bezifferte Bass oder die Melodie angegeben. Die Sätze auf der Folie sind aus Chardins Lösungsheft entnommen. Das heißt, hier, wie im Handout, betrachten wir Chardins eigene Realisierung. Die Inhalte von Chardins Traktat ähneln denen vieler anderer Traktate in der französischen pädagogischen Tradition des 19. Jahrhunderts vor ihm. Diese Tradition nimmt ihren Anfang 1795 mit der Gründung des Pariser Conservatoires. Ein Ziel des neuen Konservatoires war es, einen spezifischen französischen Kompositionsstil zu fördern und zu verbreiten. Erreicht werden sollte dies mit Hilfe eines standardisierten Lehrprogramms der Musiktheorie. Ironischerweise hat dieses Lehrprogramm seine Wurzeln nicht in Frankreich selbst, sondern in der italienischen Partimento-Tradition. Zwei zentrale Theoretiker, die diesen Transfer entscheidend unterstützt haben, waren Charles-Simon Cartel und Alexandre-Étienne Choron, deren italienischen beeinflusste Traktate 1802 und 1809 in Frankreich erschienen. Spätere Traktate in derselben Tradition stammen von François Bazin, Théodore Dubois und Charles Koechlin. Ihre Veröffentlichungen folgen inhaltlich im Allgemeinen Cartels Traktat von 1802. Sie sehen hier die behandelten Themen im Überblick. Bazin und nur schnell kurz Dubois sind fast die gleichen Reihenfolge und Inhalt. Die Lehrbücher ähneln sich nicht nur im Inhalt, sondern auch im Stil, in dem die dort enthaltenen Übungen ausgesetzt sind. Von Dubois und von Koechlin. Auf den Folien sehen wir Realisierungen aus Dubois und Koechlins Traktaten, die, wie Chardin später, alle ebenfalls die unverzierte Vierstimmigkeit nutzen. Hier wird deutlich, wie stark Chardin in dieser pädagogischen Tradition verankert ist. Er behandelt die gleichen theoretischen Themen in einer ähnlichen Reihenfolge wie etliche Autoren davor und nutzt einen ähnlichen Stil, wenn er die vierstimmige Aussetzung seiner Übungen vorstellt. Der theoretische Hintergrund dieser bis 20. Jahrhundert andauernde Ausbildungsmethode bildet der Generalbass. Dies mag überraschen, widerspricht es doch der weit verbreiteten Ansicht, dass der Generalbass irgendwann im frühen 19. Jahrhundert ausgestorben ist. Wir haben die Tradition hinter Chardins Traktat untersucht. Jetzt gilt es, seine Übungen näher zu erkunden, um bestimmte Stimmführungsmuster zu erkennen, die eine Verbindung zwischen Pädagogik und Praxis erkennen lassen. Chardins Sammlungen enthalten aber keinerlei erläuternden Text und deswegen keine explizite Erwähnung von Kadenzen oder Sequenzen. Chardin hat aber 1947 zusammen mit Jacques Chally eine Harmonielehre verfasst.
In diesem Lehrbuch stellen Chaland und Chailly zahlreiche Arten von Kadenzen dar, wie in Beispiel 1 im Handout zusammengefasst. Da ihre Einteilung ziemlich traditionell für diese Zeit ist, werde ich nicht jede Kadenz einzeln besprechen. Ich möchte aber Ihre Aufmerksamkeit auf Beispiel 1f lenken. Dies sind Varianten der plegalen Kadenz, darunter Rameaus sogenannte Sixte Ajoutée, also der Quint-Sexte-Chorde auf der 4. Stufe. Seltsamerweise gibt es zwei andere ähnliche Kadenzen, die sehr oft in den 380 Basses Chantonnées auftreten, die aber im Lehrbuch von 1947 nie explizit erwähnt worden sind. Diese sind in Beispiel 2b und 2c abgebildet. In Anlehnung an Rameaus Terminologie Sixte Ajoutée in Beispiel 2a nenne ich sie hinzugefügte übermäßige Quart und hinzugefügte reine Quart. Ersterer, ein verminderter Septechord, erscheint relativ häufig in deutscher sowie in französischer Musik des 19. Jahrhunderts, während letzterer, ein Dominant-Septechord, besonders charakteristisch für Frankreich in dieser Zeit ist. Diese zwei Muster sind potenzielle Quellen harmonischer Mehrdeutigkeit, weil sie auf zwei Tonarten bezogen werden können. In C-Dur würde Chaland die Kadenzen als plegal und deshalb schließend kategorisieren. In F-Moll hingegen wären sie Halbschlüsse und daher offen. Solche harmonischen Mehrdeutigkeiten sind für französisch-romantische Musik typisch. Ich werde diese drei spielen. Also 2a mit Ass, 2b und 2c. Aber wie lässt sich die zweite Kadenzsatz technisch und historisch erklären? Beispiel 3 schlägt drei mögliche kontrapunktische Ableitungen der dritten Kadenz vor. Beispiel 3a leitet sie von einer Durchgangsnote ab, Beispiel 3b von einem Vorhalt und Beispiel 3c von einem frei begleiteten Cantus firmus. Die hinzugefügte reine Quart weist andere Ähnlichkeiten mit Rameaus Sixte Ajoutée auf, wie in Beispiel 4 gezeigt wird. Diese Gemeinsamkeiten sind gleichzeitig auch Quellen harmonischer Mehrdeutigkeit. Beispiel 4a zeigt Rameaus sogenannte Double Emploi, der Sexte Ajoutée. Im Normalfall wäre die Basse fondamentale des Quint-Sexte-Chords ein D in C-Dur und die Kadenz eine Halbkadenz. Wenn der real erklingende Bass aber eine Quart abwärts zur ersten Stufe springt, wäre die Basse fondamentale des Quint-Sexte-Chords F und die Wendung insgesamt plegal. Die Situation der hinzugefügten reinen Quart ist ähnlich, wie in Beispiel 4b gezeigt wird. Im Normalfall wäre die Basse fundamental der Grundton des Dominant-Septechords als B. Er löst sich zur ersten Stufe S auf. Im Sonderfall, wenn sich der Bass eine Quart abwärts bewegt, wäre die Basse fundamental F und die Kadenz plegal, genau wie der Sonderfall des Beispiels 4a. Da sich der Dominant-Septechord in diesem Falle nicht regelkonform auflöst, können wir die hinzugefügte reine Quart als eine Art Druckschluss verstehen. Diese zwei möglichen Auflösungen der Dominant-Septechorden sind daher eine Quelle potenzieller harmonischer Mehrdeutigkeit, weil die Dominant-Septechorde sowohl eine plegale als auch eine dominante Funktion haben kann. A 4b Chalands Traktat enthält viele andere interessante Satzmodelle. Drei davon sind im Beispiel 5 zu sehen. Beispiel 5a ist eine Parallelstimmführung mit Dominant-Septechorden und Beispiel 5b ist die sogenannte Omnibus-Fortschreitung. Beispiel 5c zeigt mediantische Verbindungen, also Grundtonbewegungen durch große und kleine Terzen, die auch als Dominant-Septechorde auftreten. Da es sich in diesen drei Wendungen um Dominant-Septechorde, die keine dominantische Funktion haben, handelt, schwächen dies, genau wie Beispiel 5b, noch weiter die normal dominantische Funktion des Dominant-Septechords ab.
Dies und ähnliche Vorgänge spielten eine Rolle beim schlussendlichen Zerfall der Dur-Moll-Tonalität in der Spätromantik. 5a, 5b, das auch zurückgehen kann, und C. Und 15 nochmal als Dominanzseptakkorde. Sorry. Bevor ich die Rolle dieser Wendungen im Zusammenspiel zwischen Pädagogik und Praxis bespreche, möchte ich Beispiel 6 aus Chalins Übungen einführen, um den musikalischen Kontext und Zusammenhang dieser Modelle besser zu schildern. Wie die meisten von Chalins Übungen handelt es sich um eine kleine dreiteilige Liedform im vierstimmigen unverzierten Satz. Was aber für Chalin nicht üblich ist, ist der doppelte Kontrapunkt zwischen den Themen X und Y. Solche doppelte Kontrapunkt zeigt eine mögliche Verbindung zur Partimento-Tradition, in der genau diese Technik, Teil der Bassstimme selbst später als Oberstimme wieder zu verwenden oder umgekehrt, systematisch geübt wurde. Hier ist Beispiel 6. Nun möchte ich zum Zusammenspiel zwischen der pädagogischen Tradition Chalins und der Kompositions- und Improvisationspraxis der französischen Romantik zurückkehren. Ich werde Beispiele von Fauré, Guilmant und Stein vorstellen. Zunächst einmal möchte ich ein Beispiel besprechen, in dem die Praxis einen Einfluss auf die Pädagogik hatte. Beispiel 7 bildet eine besondere Übung von Chalins Traktat ab. Sie ist nur eine von 2 Übungen, für die es einen kleinen erklärenden Text gibt. Chalin schreibt zunächst, dass diese Übung besonders schwierig ist und dass der Student daher wahrscheinlich Hilfe vom Lehrer brauchen wird. Außerdem erklärt Chalin, dass Beispiel 7 den Stil Faurés nachahmt. Aber er gibt leider keinerlei Hinweise dazu, welche spezifische Eigenschaften Faurés in dem Stück imitiert werden. Meiner Meinung nach leistet die hinzugefügte Quart einen wichtigen Beitrag zur Nachahmung Faurés Stil. Hier ist Beispiel 7.
Als Beleg für die Verbindung zu Fourier führe ich Beispiel 8 ein, in dem die hinzugefügte Quad dreimal auftaucht. Wir haben also hier einen spezifischen Fall, in dem die Pädagogik von der Praxis beeinflusst wurde. Aber wie verhält es sich andersherum? Lässt sich etwas darüber aussagen, welchen Einfluss die Pädagogik auf die Praxis hatte? Meine Hypothese lautet natürlich ja, obwohl dies äußerst schwierig zu beweisen ist. Dennoch möchte ich zwei Beispiele einführen, die meines Erachtens ein Licht auf diese komplexe Situation werfen können, aber natürlich meine Hypothese nicht endgültig nachweisen können. Es handelt sich um Beispiel 9 und 10. Ersteres ist ein weniger komplexer Abschnitt von Guilmant. Er ähnelt den einfachsten Übungen der französischen Partimento-Tradition, die am Anfang des Vortrags gezeigt wurden. Letzteres ist ein komplexerer Abschnitt von Franck, der spätere komplexeren Übungen ähnelt. Guilmant und Franck waren beide Professoren für Orgel am Pariser Conservatoire. Um diese Zeit war Improvisation wichtiger als das Spielen von Repertoire. Ein Student musste 4 Sachen erledigen, um die Orgelprüfung am Conservatoire zu bestehen. Erstens, einen gregorianischen Choral vom Blatt begleiten. Zweitens, ein Stück auswendig spielen, die Pedalen benutzt. Drittens, eine Fuge improvisieren. Und viertens, eine Sonate improvisieren. Es war wahrscheinlich während der Improvisation einer Sonate, dass Partimento-Übungen wie diejenigen Bazins, Dubois und Coechlins am hilfreichsten waren. Als Untermauerung für die Aussage, dass die Pädagogik möglicherweise einen Einfluss auf die Praxis hatte, deuten 4 stilistischen Eigenschaften hin, die Beispiel 9 und 10 mit französischen Partimento-Übungen gemeinsam haben. Erstens die zugrunde liegende Vierstimmigkeit. Zweitens der unverzierte Satz. Drittens die Verwendung der oben genannten Stimmführungsmuster. Und viertens die Eignung für Analyse mit beziffertem Bass, welche ich dazu ergänzt habe. Die Tatsache, dass Guilmant und Franck Meister der Orgelimprovisation waren, liegt nahe, dass beide höchstwahrscheinlich Übungen wie die Chalance und im Stil von Beispiel 9 und 10 leicht improvisieren konnten. Außerdem wissen wir, dass die Praxis der Improvisation und Komposition in dieser Zeit nah beieinander lagen. So wurde beispielsweise Francks Orgelimprovisationskurs von Zeitgenossen als ein inoffizielles Kompositionsseminar bezeichnet. All dies liegt nahe, dass der Ausgangspunkt dieser Stücke nicht weit von der Generalbasslehre der pädagogischen Tradition Chalance liegt. Hier ist Beispiel 10.
Fauré, Guilmant und Franck. Sie und zahllose weitere französische Organisten-Improvisatoren waren entweder durch ihre Ausbildung oder ihre institutionellen Verbindungen Teil einer Tradition von Parlamento-Übungen, deren Anfang zurück zur Gründung des Pariser Konservatoires reicht. Im Kern dieser Tradition steht ein Fundus von Satzmodellen oder Stimmführungsmustern, die sich überall in Chalons Traktat, den Traktaten vor ihm und den Orgelwerken dieser Komponisten finden. Besondere harmonische Phänomene der französischen Tradition sind dabei bestimmte Kadenzvarianten, insbesondere die hinzugefügte reine Quart, die auf 2 Tonarten bezogen werden können. Chalon deutet die hinzugefügte reine Quart als ein Kennzeichen des Fauréschen Stils, was den Einfluss der Praxis auf die Pädagogik zeigt. Andersrum wird es deutlich, dass diese und andere Sequenz- und Kadenzmodelle wahrscheinlich einen wichtigen Bestandteil nicht nur des Unterrichts, sondern auch der Improvisations- und Kompositionspraxis der Organisten bildeten, was der mögliche Einfluss der Pädagogik auf die Praxis zeigt. Der bezifferte Bass bleibt gerade in der französischen Tradition der theoretische Hintergrund sowohl der Pädagogik als auch der Praxis, bis hinein in den spätromantisch-chromatischen Stil. Einmal mehr zeigt sich also das Fortleben des Generalbasses als Mittel der Pädagogik und der Improvisation über das Ende des 19. Jahrhunderts hinaus bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Wenn wir spätromantische Musik aus dem Umfeld des Konservatoires verstehen und wenn wir Studierende im Improvisieren und Komponieren von Musik in diesem Stil anleiten wollen, dann sind die Generalbassübungen wie diejenigen André Chalons ein unersetzliches Mittel. Vielen Dank.